Ja, und jetzt ist mir eine Frage gestellt worden, die nicht einfach zu beantworten ist. Was ist Nirvana, das berühmte Ziel der buddhistischen Praxis? Was ist damit eigentlich gemeint? Die Definition von Nirvana ist das Nicht-Bedingte, das Ungeborene, das Nicht-Fassbare, Frieden, völlige Freiheit, also Befreiung von allem Leid. Manchmal wird auch Erwachen als Synonym genommen. Was ist damit gemeint? Eine einfache Antwort ist, Nirvana ist das Ende aller Täuschung. Und jetzt muss man auch noch wissen, was mit Täuschung gemeint ist. Mit Täuschung ist gemeint, für wirklich zu halten, was gar nicht wirklich ist. Also zum Beispiel ein Ich, einen Wesenskern für existent zu halten, obwohl er nicht zu finden ist. Für Täuschung Täuschung ist auch, wenn wir Dinge, die wirklich sind, für nicht wirklich halten. Zum Beispiel, dass jede Handlung von mir Auswirkungen hat. Also zum Beispiel einfach diese Handbewegung, so einfach wie es ist. Sie hat Auswirkungen, sie verschiebt die Luft im Raum und sie macht jetzt was in euren Augen, in eurem Geist, sie macht das in meinem Geist. Selbst so kleine Handbewegungen, speziell wenn man dann noch über sie spricht, die haben dann große Auswirkungen. Und so gibt es nichts in der Welt, was keine Auswirkungen hat. Und die Täuschung, die bei manchen vorherrscht, dass mein Verhalten eigentlich egal ist, weil es keine Wirkung hervorbringt, also auf buddhistisch gesagt, dass es kein Karma gibt, keine Auswirkung meines Handelns, das ist so eine Täuschung. Oder die Täuschung, dass etwas unabhängig von Bedingungen existieren könnte. Oder auch die Täuschung, dass es das Nirvana gibt, dass Nirvana existiert. Also, dass es das Erwachen tatsächlich gibt als ein Ding, als ein Zustand. Wieso? Da kommt man rein und dann ist man drin. Ich drin in diesem Zustand Nirvana ist auch eine Täuschung. Täuschungen lösen sich nur auf, wenn wir die Erfahrung machen, wie es tatsächlich ist, wie es wirklich ist. Also durch das, was wir Seinserkenntnis oder Weisheit nennen. Eine von innen her entstehende Klarheit, eine Gewissheit darüber, wie es tatsächlich ist. Und so ist Nirvana, wenn wir jetzt wieder auf den Begriff zurückkommen, ist es die Gewissheit, dass dieser Geistesstrom frei ist, frei sein kann von aller Enge. Dass die Erfahrung des Seins völlig offen sein kann, ohne einen Mittelpunkt, ohne eine Trennung und Abspaltung. Wir unterscheiden bei dem Nirvana verschiedene, wie soll man sagen, Erfahrungsintensitäten. Der erste Moment von Nirvana ist das Eintreten zum ersten Mal in eine überzeugende, transformierende Erfahrung dieses offenen Seins ohne Mittelpunkt. Und diese Erfahrung hinterlässt so starke Spuren, dass ich danach nicht mehr an die wahre, wirkliche Existenz eines konkreten, festen Ich oder Selbst glauben kann. Solch eine Erfahrung ist jederzeit möglich und ist die erste Erfahrung des Nirvana. Wir nennen das auch die erste Erfahrung des non-dualen Gewahrseins oder des zeitlosen Gewahrseins. Und diese Erfahrungen, die können sich wiederholen und die hinterlassen, wie soll man sagen, die haben eine transformierende Kraft. Sie hinterlassen uns verändert. Wir werden immer freier
in diesem Sein und die Täuschungen, die verschiedenen Täuschungen, um die es hier geht, die lassen nach, die lösen sich mit der Zeit auf, weil diese Erfahrung von wahrem, authentischem Sein sind so stark, dass sie selbst lang gehegte Überzeugungen in Frage stellen und auflösen können. Und für unser persönliches Freisein, um selber wirklich auszusteigen aus dem Strom der Täuschung und des Wiedergeborenwerdens, des Weiterkreisens in Täuschung und Verstrickung, dafür reicht es aus, wenn wir zutiefst erkennen, dass es diesen jemand, der sich da verstrickt, der an allem Möglichen festhalten möchte, der alles Mögliche abwehren möchte, der sich schützen möchte vor erhöhtem Gewahrsinn, vor der Resonanz, mit der wir sonst in der Welt unterwegs sind. Da reicht es aus, wenn wir erkennen, dass es uns selbst als solches gar nicht gibt. Das ist die Erkenntnis dessen, was wir das Nicht-Selbst der Person nennen. Und diese tiefe Erkenntnis führt dazu, dass sich all die verstrickenden Emotionen auflösen, dass wir tatsächlich frei werden. Jetzt sind wir damit noch nicht unbedingt frei, in der Welt zu wirken, ohne uns in der Welt zu verstricken, wenn wir zum Beispiel mitfühlend in dieser Welt unterwegs sein wollen. Also dieses Frei sein und dann aus der Welt aussteigen ist tatsächlich eine Option, die gibt es und die ist leichter zu verwirklichen als das Freisein und in der Welt wirken, ohne wieder sich zu verstricken. Dafür brauchen wir weitergehende Erkenntnis, und zwar brauchen wir die Verständnis dessen, dass all die Situationen, die wir erleben, all die Dinge, die uns begegnen, all die Menschen, die Lebewesen, mit denen wir es zu tun haben, dass all die, genauso wie wir selbst, keinen Wesenskern haben, nicht dinglich sind, nicht fassbar sind. Man nennt das auch die leere, nicht fassbare Natur aller Erfahrungen. Und wenn sich diese Erkenntnis ausweitet und die Situation beginnt zu durchdringen, dann sind wir nicht in den Situationen gefangen. Nichts kann uns sozusagen etwas anhaben. Wir sind selber im Nirvana, also in dieser totalen Gelöstheit, während wir in der Welt des Verstricktseins unterwegs sind. Also alle anderen sind irgendwie in ihren Ängsten und Hoffnungen unterwegs, in ihren Wünschen, Begierden, in ihren Abneigungen, ihrer Wut und so weiter. Sie sind darin unterwegs, aber der eigene Geistesstrom ist darin unterwegs, ohne sich erneut zu verstricken. Und all die Erfahrungen, die Sinneserfahrungen, die normalerweise dualistisch ablaufen, also ich sehe etwas, ich höre etwas, das nennt man dualistisch, Subjekt, Objekt, ich fühle etwas. Das löst sich auf und es ist Sehen, Hören, Fühlen, Sprechen, Denken, all das ist möglich, ohne wieder in die Täuschung eines real existierenden Ichs hineinzugleiten. Und dann sprechen wir von der Einheit von Samsara und Nirvana. Also Nirvana ist dann kein Gegensatz mehr, ist dann nicht etwas anderes als die Erfahrung der gewöhnlichen Welt, sondern Nirvana ist dann die potenziell vollkommen freie Erfahrung der bedingten Welt. Also innerhalb der bedingten Welt, die für andere tatsächlich voller Ängste ist und unbefriedigter Bedürfnisse und so weiter, erlebt der freie Geist, dass diese selben Situationen tatsächliche Erfahrungen des Erwachens sind. Und damit wäre Nirvana in der Welt angelangt. Ich habe zu Anfang gesagt, dass diese Frage schwierig ist für mich, weil ich natürlich nicht aus einer, soll ich sagen, einer direkten gelebten Erfahrung da antworten kann, sondern
das nur annäherungsweise so kenne, aber es inspiriert mich zutiefst, es macht Sinn und ich habe diese Unterweisungen vor 40 Jahren kennengelernt und mich immer daran orientiert und sie bewähren sich. Also sie geben eine wunderbare Ausrichtung dafür, wie wir in der Welt unterwegs sein können, den Weg der Befreiung gehen in der Welt und wie wir schauen können, dass alle Situationen, die uns begegnen, auch die Situation jetzt gefilmt zu werden und so weiter, dass all diese Situationen tatsächlich Möglichkeiten sind, gleichzeitig in diese offene Dimension des Geistes einzutauchen oder zumindest ein wenig mit ihr verbunden zu bleiben. Da möchte ich euch gern ermutigen, sprecht nicht zu viel über Nirvana, das ist ein großes Wort, sondern lasst uns über die kleinen Momente, die kleinen Situationen des Freiseins sprechen, des immer freier Seins. Das ist tatsächlich realistisch. Darüber können wir sprechen und es auch entwickeln durch Mitgefühl, durch Geistesruhe, durch Einsicht. Ja, mehr braucht es eigentlich nicht. Das sind die drei. Und dann wird Nirvana immer mehr eine Erfahrung für uns. Und zwar diese Erfahrung des Ungeborenen, des Nicht-Fassbaren, dessen, was nicht bedingt ist durch anderes innerhalb der bedingten Welt. Also wenn wir sagen, dass Nirvana und Samsara eins sind, dann erfahren wir die nicht bedingte Qualität des Seins innerhalb der bedingten Situationen. Das wäre so, was mit Nirvana gemeint ist. Zumindest aus meinem Verständnis der Texte heraus.